Jessicas Cousin John hoffte, dass die Familie nach der Festnahme des Täters Erleichterung verspüren würde, aber das war nicht der Fall. Er sagte, dass sich daran nichts geändert habe. Der Täter lebe weiter, Jessica hingegen nicht. Jessicas Vater erinnerte sich daran, dass ihm an diesem Tag zu viel genommen worden sei. Er werde sie nie zum Altar führen und sie nie als Mutter sehen können. Er sagte, er vermisse sie sehr. Jessicas Freundin Melanie gab zu, dass es mit der Zeit etwas leichter geworden sei, aber die Erinnerungen an das, was in dieser Nacht passiert war, hätten für immer eine Leere in ihrer Seele hinterlassen. Kein Tag werde für sie jemals wieder wirklich glücklich sein. Jessica Lynn Kalaha hatte einen ruhigen Abend geplant, nach Hause kommen, ihre Hunde füttern und lernen zu gehen. Sie stand kurz vor ihrem Masterabschluss und hatte viele Pläne für die Zukunft. Sie führte ein aktives Leben, kombinierte 2 Jobs, ihr Masterstudium und ein reges Sozialleben mit Freunden. Jessica arbeitete in einem örtlichen Lebensmittelgeschäft und verdiente sich nebenbei etwas als Lehrerin dazu, in der Hoffnung, in naher Zukunft eine Festanstellung an einer Grundschule zu bekommen. Außerdem sparte sie Geld, um ihre Ausbildung fortzusetzen und ihren Studentenkredit zurückzuzahlen. Trotz ihrer vielen Verpflichtungen und des Stresses blieb sie immer positiv und glaubte daran, dass sich ihre Bemühungen bald auszahlen würden. Am 7. September 2009, dem Labor Day, verbrachte Jessica Zeit mit ihrer Cousine und besten Freundin Melanie sowie einigen anderen Freunden. Da es sehr heiß war, beschloss die Gruppe, den Tag am Pool zu verbringen und anschließend zu grillen. Nach einigen Stunden der Entspannung gingen alle in ein Restaurant. Jessica, die am nächsten Morgen arbeiten musste, hatte nicht vor, viel Geld auszugeben und viel zu trinken, da sie am Steuer saß und ihre Freunde nach Hause fahren musste. Nach der Schließung des Restaurants fuhr die Gruppe in eine Bar, um Billard zu spielen, und wenig später machten sich alle auf den Heimweg. Gegen 1:30 Uhr morgens bot Melanie, die als letzte Passagierin im Auto geblieben war, Jessica an, bei ihr zu übernachten, aber diese lehnte ab und erklärte, dass sie vor ihrer Schicht ausschlafen wolle. Außerdem musste sie noch zum Tiergeschäft fahren, um Hundefutter zu kaufen und nach ihren Haustieren zu sehen. Nachdem sie sich von ihrer Freundin verabschiedet hatte, fuhr sie zum nächsten Walmart. Ein paar Stunden später, als die Leute aufwachten und sich für die Arbeit fertig machten, klingelte Melanies Telefon. Einer von Jessicas Kollegen hatte sie angerufen, sie war nicht zur Arbeit erschienen. Das gab sofort Anlass zur Sorge. Jessica war jemand, der selbst im Krankheitsfall seinen Vorgesetzten benachrichtigte, und es war völlig untypisch für sie, einfach so der Arbeit fernzubleiben. Melanie rief ihre Freunde an, aber keiner von ihnen hatte seit gestern Abend etwas von Jessica gehört. In diesem Moment spürte sie, dass etwas eindeutig nicht stimmte. Jessica teilte sich eine Wohnung mit Melanies Bruder John, der bei der Polizei arbeitete und um 5:30 Uhr morgens seine Schicht antrat. Er hatte sie vor seiner Abreise nicht gesehen, dachte aber, dass sie einfach noch schlief. Als er erfuhr, dass seine Schwester nicht zur Arbeit erschienen war, kehrte er nach Hause zurück und sah sofort, dass ihr Hund unruhig war. Im Haus gab es keine Anzeichen dafür, dass Jessica dort übernachtet hatte. Daraufhin kontaktierte John seine Kollegen und meldete ihr Verschwinden. Das Telefon wurde in der Nähe der Kreuzung der US Highway 183 und der Walton Way Street in Cedar Park geortet. Es war eine belebte Gegend, umgeben von Geschäften und Restaurants. Möglicherweise war das Auto einfach stehen geblieben und der Akku des Telefons leer. Melanie und ihr Freund Sir machten sich sofort auf den Weg zu der angegebenen Adresse. Jessicas Auto war leicht zu finden. Ihr weißer Kia stand ordentlich geparkt in der Nähe der Pizzeria Little Caesars. Als sie näher kamen, rochen sie einen stechenden, erstickenden Geruch, der aus dem Innenraum kam. Die Fenster waren geschlossen und die Außentemperatur hatte bereits 32 Grad Celsius erreicht. Als sie hineinschauten, sahen sie Jessica regungslos hinter dem Steuer sitzen. Die Rückenlehne des Fahrersitzes war weiter nach unten geklappt als gewöhnlich und auf der Innenverkleidung des Autos waren seltsame Spuren zu sehen. Die Tür war nicht verschlossen und sobald sie öffneten, wurde der Geruch noch stärker. Melanie berührte den Kopf ihrer Freundin, aber Jessica reagierte nicht. Ihre Haut war von einem Sonnenbrand gerötet, ihr Körper war mit seltsamen Flecken übersät und ihr Haar war schweißnass. Sir rief sofort den Rettungsdienst.
Die Untersuchung ergab, dass Jessicas Hals eine charakteristische Furche aufwies und ihr Gesicht und ihr Hals mit zahlreichen kleinen Blutungen übersät waren. Außerdem waren am ganzen Körper Blutergüsse und Kratzer zu sehen. Die Experten stellten fest, dass sie einem aggressiven Angriff ausgesetzt gewesen war und zweimal gewürgt worden war. Zuerst mit einem Stoff, möglicherweise einem Gürtel eines Kleides, dann mit den Händen. Sie hatte versucht, sich zu wehren, was durch tiefe Kratzer an ihrem Hals bestätigt wurde, die von ihren eigenen Fingernägeln stammten. In ihrem Auto fehlten ihre Geldbörse, ihre Bankkarten und ihre Schlüssel. Ihr Telefon war jedoch noch vorhanden und wurde den Experten zur weiteren Untersuchung übergeben. Die Polizei begann ihre Ermittlungen mit der Überprüfung der nahegelegenen Restaurants und Geschäfte, da der Ort, an dem Jessicas Auto gefunden wurde, sehr belebt war. Eine Restaurantmitarbeiterin berichtete, dass sie Jessica am frühen Morgen lebend gesehen habe. Sie krabbelte nackt in ihrem Auto herum, als wollte sie einen Badeanzug anziehen. Später sah dieselbe Mitarbeiterin sie erneut. Nun trug Jessica ein weißes Kleid und saß neben dem Auto und kämmte sich die Haare. Zuletzt wurde sie in ihrem Auto gesehen. Sie sprach mit sich selbst und machte seltsame Gesten. Mehrere andere Zeugen sahen sie an diesem Tag ebenfalls. Ihren Aussagen zufolge wirkte sie verwirrt, lethargisch und verhielt sich eindeutig unangemessen. Niemand sprach sie jedoch an. Als sie das nächste Mal gesehen wurde, zeigte sie bereits keine Lebenszeichen mehr. Melanie behauptete, dass Jessica in der Nacht vor ihrem Verschwinden völlig nüchtern gewesen sei. Dies wurde durch eine toxikologische Untersuchung bestätigt. In ihrem Körper wurden keine Spuren von Alkohol, Medikamenten oder Fremdstoffen gefunden. Die Situation wurde immer verwirrender und die Ermittler mussten herausfinden, warum ihr Verhalten so seltsam war. Auf dem Rücksitz des Autos wurde ein großer Sack mit Hundefutter gefunden. Das erklärte, warum Jessica auf dem Heimweg etwas kaufen wollte. Nun war klar, dass der Kauf am Morgen getätigt worden war. In der Nähe befand sich ein rund um die Uhr geöffneter Walmart und Kameras hatten aufgezeichnet, wie Jessica dort gegen 1:45 Uhr morgens vorfuhr. Sie betrat den Laden allein. Sie trug ein weißes Kleid, eine rote Baseballkappe und eine Tasche über der Schulter. Im Laden verhielt sie sich normal, bewegte sich sicher, schwankte nicht und wirkte nicht verloren. Niemand verfolgte sie und sie sprach mit niemandem. Sie ging direkt zur Futterabteilung, dann zur Kasse und hinaus auf die Straße. Einer der Walmart-Mitarbeiter bemerkte sie am Ausgang. Bis zu diesem Zeitpunkt sah alles ruhig aus, aber dann zeichneten die Kameras etwas Beunruhigendes auf. Ein großer Mann in einem braunen Hemd und einer Baseballkappe begann ihr zu folgen. Er kam einige Minuten vor ihr in den Laden und parkte einen kleinen Lastwagen in einiger Entfernung von ihrem Auto. Er ging auf die Toilette und als er herauskam, stand Jessica vor ihm und trug eine Tüte mit Tierfutter auf der Schulter. Als sie auf den Parkplatz ging, war der Mann innerhalb weniger Sekunden hinter ihr und beschleunigte seine Schritte. Leider stand ihr Auto hinter einem großen Baum, der die Sicht der Kamera vollständig versperrte. Die einzige Kamera, die in ihre Richtung zeigte, war von schlechter Qualität, aber auf der Aufnahme ist zu sehen, wie dieser Mann sich ihrem Auto nähert. Er kam nicht mehr hinter dem Auto hervor und sein Lieferwagen blieb an Ort und Stelle stehen. 2 Minuten, nachdem Jessica und dieser Mann sich dem Auto genähert hatten, startete sie den Motor und fuhr aus dem Parkplatz. Dieser Moment beunruhigte die Ermittler sehr. Die Kameras im Walmart zeichneten auch den Moment auf, als kurz nachdem ihr Auto bei Little Caesars geparkt worden war, jemand es verließ. Dieser Mann überquerte die Straße in Richtung des Walmart-Parkplatzes. Es wurde festgestellt, dass es sich um denselben Mann handelte. Er stieg in seinen LKW und fuhr schnell davon. Etwa 20 Minuten, nachdem Jessicas Auto bei der Pizzeria angehalten hatte, wurde ihre Bankkarte an einer Exxon-Tankstelle benutzt. Die Kameras zeichneten denselben Mann auf, der bei Walmart gesehen worden war. Jessicas Auto blieb jedoch von 2:50 Uhr morgens bis zum Fund ihrer Leiche unbewegt an seinem Platz stehen. All diese Details machten den Fall nur noch komplizierter und die Ermittler hatten immer mehr Fragen, auf die sie Antworten finden mussten. Die Ermittler veröffentlichten einen Teil der Videoaufnahmen und gaben eine Fahndung nach einem roten Pickup heraus. Jetzt blieb nur noch abzuwarten und zu hoffen, dass jemand wichtige Informationen liefern würde. Während die Polizei die Suche fortsetzte, fand die Trauerfeier für Jessica statt.
Für ihre Familie war es ein besonders schwerer Tag, da sie zum ersten Mal erfuhren, dass sie erwürgt worden war. An ihrem Hals waren charakteristische Spuren zu sehen. Diese Nachricht machte ihre Trauer noch unerträglicher. Plötzlich erhielt die Polizei einen Anruf von einer Frau namens Leslie. Sie erzählte, dass ihr Verlobter mit einem Mann befreundet war, der ihrer Meinung nach Besitzer dieses Pickups war. Es handelte sich um den 37-jährigen Crispin Harmel. Einige Stunden bevor Jessica gefunden wurde, sollte Crispin zu ihnen nach Hause kommen, um eine Schuld zu begleichen, aber er kam nicht. Leslie fand das seltsam und konnte ein ungutes Gefühl nicht loswerden. Obwohl Crispin für sie wie ein Familienmitglied war, beschloss sie, ihren Verdacht zu melden, denn es ging um ein verlorenes Leben. Als die Polizei seinen Namen in der Datenbank überprüfte, stellte sie fest, dass er erst vor 3 Wochen wegen einer überfälligen Fahrzeugzulassung angehalten worden war. Die Kameras an den Uniformen der Polizisten hatten aufgezeichnet, dass er tatsächlich diesen Pickup gefahren hatte und sogar dieselbe Baseballkappe trug. Alles deutete darauf hin, dass sie den richtigen Mann gefunden hatten. 5 Tage nach der Entdeckung von Jessicas Leiche kamen die Polizisten zu Crispin nach Hause, um mit ihm zu sprechen. Das Auto sah anders aus. Einige Teile, die zuvor silbern gewesen waren, waren nun schwarz lackiert. Er schien nicht überrascht und gab sofort zu, dass er Jessica kannte. Er behauptete, er habe sie über eine Dating-Website für verheiratete Frauen kennengelernt. Sie hätten im Internet kommuniziert und sich in der Nacht des Verbrechens, etwa zwischen 0:30 Uhr und 1 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarkts verabredet. Crispin gab an, dass sie nach dem Treffen mit ihrem Auto weggefahren seien und Zeit miteinander im Park verbracht hätten. Er sei mit ihr im Auto gewesen, aber das bedeute nicht, dass er an ihrem Tod beteiligt gewesen sei. Die Ermittler wussten jedoch bereits, dass seine Aussagen nicht der Wahrheit entsprachen. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, dass sie viel später als angegeben auf dem Parkplatz ankamen. Außerdem gab es auf dem Video keine Anzeichen dafür, dass sie sich kannten oder zuvor miteinander kommuniziert hatten. Jessica war gekommen, um Hundefutter zu kaufen und sah nicht so aus, als würde sie auf jemanden warten. Seine Geschichte erschien sofort unglaubwürdig. Dann änderte er seine Aussage und sagte, dass Jessica ihn nach ihrem Treffen zurück zum Parkplatz gefahren habe, wo sie sich einige Minuten im Auto unterhalten hätten. Seinen Angaben zufolge erzählte er ihr von seinen finanziellen Schwierigkeiten, woraufhin sie ihm ihre Bankkarte anbot und ihm den PIN-Code auf die Hand schrieb. Als er am nächsten Tag von ihrem Tod erfuhr, bekam er Angst, warf die Karte weg und lackierte anschließend sein Auto neu, um keinen Verdacht zu erregen. Er sprach selbstbewusst, aber die Polizei wusste, dass dies eine Erfindung war. Jessicas Freunde behaupteten, dass sie nie erwähnt habe, dass sie sich an diesem Abend mit jemandem treffen wolle und dass sie ihren Angehörigen immer mitteilte, wohin sie ging und mit wem sie sich traf. Eine gründliche Überprüfung ihrer Telefone und Computer ergab, dass es zwischen ihr und Crispin niemals irgendeine Kommunikation gegeben hatte. Außerdem hatte sie die von ihm erwähnte Website niemals besucht. Kurz nach ihrem Tod suchte Crispin jedoch im Internet nach Informationen über sie und sah sich Artikel und Fotos an. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass Crispin Jessica verfolgt hatte, gewartet hatte, bis sie den Laden verließ und sie gezwungen hatte, in sein Auto zu steigen. Dann fuhr er sie in den Park, wo er die Tat beging, und brachte das Auto anschließend zurück zum Parkplatz, wo er es stehen ließ. Dann nahm er ihre Bankkarte mit. Sobald die Polizisten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras erwähnten, weigerte sich Crispin sofort weiterzureden und verlangte einen Anwalt. Die Polizei war sich sicher, den Täter gefunden zu haben, verstand aber nicht ganz, was genau zwischen dem Zeitpunkt, als er das Auto zurückbrachte, und dem Fund von Jessica passiert war. Die Polizei setzte ihre Ermittlungen fort, hatte jedoch noch nicht genügend Beweise, um Anklage zu erheben. Sie konnten Crispin jedoch wegen Beweisvernichtung anklagen und im Mai 2010 wurde er nach seinem Geständnis zu 10 Jahren Haft verurteilt. Jessicas Fall blieb offen und die Ermittler analysierten die Beweise immer wieder, bis sie endlich einen Hinweis fanden. Sie stießen auf eine Studie eines Professors der medizinischen Fakultät der Indiana University über Menschen, die eine Strangulation überlebt hatten, aber später an deren Folgen starben. Dabei handelt es sich nicht um einen sofortigen Tod, sondern um einen Prozess, der sich über mehrere Stunden hinziehen kann.
Ein solcher Fall wird als verzögerter Tod durch Strangulation bezeichnet. Die Experten behaupteten, dass dies Jessicas seltsames Verhalten in der Nähe ihres Autos und die Spuren im Auto erklären könnte. Ihr Gehirn war nach zweimaliger Strangulation schwer geschädigt. Sie wusste nicht, wo sie sich befand, konnte keine Hilfe rufen oder ihr Telefon benutzen. Außerdem erlitt sie einen Hitzschlag, als sie in der prallen Sonne stand. All dies führte zu ihrem Tod. Der Gerichtsmediziner Dr. Bill Smook erklärte, dass eine Person zunächst aufgrund von Sauerstoffmangel im Gehirn das Bewusstsein verliert und dann möglicherweise Krämpfe bekommt. Bereits nach 15 Sekunden beginnen die Gehirnzellen abzusterben. Als erstes gehen die Funktionen zur Kontrolle der Blase und des Darms verloren. Als letztes schaltet sich der für die Atmung und den Herzschlag zuständige Hirnstamm ab, und darüber liegen die Bereiche, die für das Gedächtnis und die Persönlichkeit zuständig sind. Alles deutete darauf hin, dass Crispin Jessica zweimal gewürgt hatte, weil er sie für tot hielt, obwohl sie in Wirklichkeit nur bewusstlos war. Aufgrund der wissenschaftlichen Daten und aller gesammelten Beweise wurde er im Mai 2013 wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Er bekannte sich nicht schuldig. Im Prozess bestätigte ein Experte für Strangulation die Schlussfolgerungen der Gerichtsmediziner. Die Todesursache von Jessica war Strangulation. Augenzeugen sahen sie einige Stunden nach dem Angriff noch am Leben, aber sie verhielt sich seltsam. Dr. Smook erklärte, dass ihr Verhalten durch 2 Faktoren beeinflusst wurde: eine Schädigung des Gehirns und eine Überhitzung des Körpers. Die Verteidiger versuchten, diese Argumente anzufechten, indem sie behaupteten, dass das Opfer bei einer Strangulation reflexartig versuche, den Angreifer zu kratzen, sodass sich unter Jessicas Fingernägeln Spuren von Crispins DNA befinden müssten. Die Untersuchung ergab jedoch keine solche DNA. Das entlastete Crispin jedoch nicht. Hohe Temperaturen und Feuchtigkeit konnten DNA-Spuren schnell zerstören. Die Staatsanwaltschaft machte sich darüber keine Sorgen, da sie über andere Beweise verfügte, darunter Videoaufnahmen. Diese bewiesen, dass niemand anderes das Verbrechen begangen haben konnte. Die ehemalige Freundin von Crispin wurde zur Hauptzeugin und sagte aus, dass er sie belogen habe, indem er behauptete, seine Wohnung sei abgebrannt und er habe sein Handy verloren, obwohl sein Gerät in Wirklichkeit von den Ermittlern beschlagnahmt worden war. Er behauptete auch, sein Pickup sei kaputt gegangen, aber in Wirklichkeit war er beschlagnahmt worden. Der Prozess endete jedoch nicht wie erwartet. Das Gericht wurde wegen des Vorwurfs der Beweisunterdrückung durch die Anklage für ungültig erklärt. Der Fall musste von vorne begonnen werden. Die weiteren Ereignisse waren noch skandalöser. Die Bezirksstaatsanwältin Janne Juti wurde wegen Verstoßes gegen eine gerichtliche Schweigepflicht inhaftiert und später vom Anwaltsverband von Texas wegen beruflicher Verfehlungen sanktioniert. Einige Jahre später wurde sie tot aufgefunden. Die Todesursache war Selbstverletzung. Im Jahr 2018 wurde der Fall Crispin erneut aufgerollt. Fast 10 Jahre waren seit der Tat vergangen. Vor Gericht sahen sich die Geschworenen die Aufzeichnungen der Verhöre des Verdächtigen an. In der zweiten Aufzeichnung, die nach der Feststellung von Unstimmigkeiten in seinen Aussagen angefertigt worden war, wies der Ermittler aus Cedar Park darauf hin, dass viele Details von Crispins Version nicht übereinstimmten. Nach dem ersten Verhör blieben den Ermittlern noch viele Fragen offen. Während des erneuten Verhörs gab er an, dass Jessica ihn nach ihrem Treffen zurück zum Einkaufszentrum bei Walmart gefahren habe. Die Ermittler stellten jedoch Unstimmigkeiten in seiner Aussage fest. So war beispielsweise der Fahrersitz in ihrem Auto so weit wie möglich nach hinten geschoben, sodass sie das Auto unmöglich fahren konnte. Ihre Füße reichten einfach nicht bis zum Gas- und Bremspedal. Hamel sagte auch, er habe gesehen, wie Jessica das Auto startete, als er zu seinem Pickup zurückkehrte, aber die Aufzeichnungen der Überwachungskameras bestätigten dies nicht. Auf dem Video war weder das Einschalten der Scheinwerfer noch die Bewegung ihres Autos zu sehen. Die Autoschlüssel wurden nie gefunden. Später behauptete er, Jessica habe ihm ihre Bankkarte geliehen, damit er tanken könne. Aber er habe sie weggeworfen, sobald er erfahren habe, dass die Polizei nach ihm fahndete. Die Ermittler stellten fest, dass Menschen in der Regel Beweismittel beseitigen, wenn sie die Verbindung zu etwas, das sie belasten könnte, abbrechen wollen.
Die Verteidigung versuchte, die Argumente der Ermittler anzufechten, indem sie behauptete, dass weder Hamel noch Jessica sich innerhalb von Walmart gesucht hätten, da sie vereinbart hätten, sich an ihrem Auto zu treffen. Die Anklage betonte jedoch, dass die Videoaufnahmen zeigen, dass sie zu dem angegebenen Zeitpunkt nicht so miteinander interagierten, als hätten sie sich zuvor zu einem Treffen verabredet. In der Folge befand das Gericht Crispin Hamel für schuldig und verurteilte ihn zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Im Jahr 2020 legte er Berufung gegen das Urteil ein, aber das Gericht bestätigte es und er verbüßt weiterhin seine Strafe. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.